Bei uns ist das strukturell sehr klar aufgebaut, wie die Zodiac-Ausbildung verlaufen soll und was man beherrschen muss. Hier ist der Anlasser. Also was macht man? Man dreht einfach ihn um, ist an. Worauf ist jetzt zu achten? Dass das Kühlwasser rauskommt. Man hört es schon. Als ich gehört habe, dass wir bei uns im Expeditionsteam eigentlich alle Zodiac fahren sollen, habe ich mich riesig gefreut. Und dann eben auch noch mitbekommen habe, dass wir hier bei Hapag-Lloyd einen eigenen Zodiac-Schein haben. Dass ich ein richtiges Training bekomme, um eben auch hier an Bord die Abläufe und Gegebenheiten kennenzulernen. Wenn du jetzt einfach mal locker Gas gibst, damit du ein Gefühl kriegst, wann der Motor kommt. Du merkst, es dauert ein bisschen, bis der Motor kommt. Für die Zodiac-Ausbildung an Bord ist der Staff-Kapitän verantwortlich. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ich. Das Zodiac-Training besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil. Der theoretische Teil ist eben, wie funktioniert der Motor, Knotenkunde, ein bisschen Wetterkunde, Tierkunde, Sicherheitsthemen, was gehört zur Sicherheitsausrüstung des Bootes. Und dann natürlich ganz wichtig der praktische Teil, wozu natürlich das Fahrtraining gehört. Da gibt es auch eine Matrix, die gefüllt wird, also mit bestimmten Stunden, ob das jetzt mit ein bisschen Wind ist, schon mit mehr Wind, verschiedene Anlegemanöver. Als erstes üben wir mit einem Trainer alleine im Boot, um einfach eine gewisse Erfahrung und Sicherheit im Boot zu sammeln, im Zodiac. Und danach üben wir noch mit Gästen zu fahren, sprich das Shuttlen, das Cruising, das sind so die zwei Hauptfahrten, die wir an Bord haben. Alle festhalten, es geht los, Leinen los. Bowlanding, also quasi gerade auf den Strand drauf fahren oder rückwärts mit dem Zodiac auf den Strand drauf fahren. Bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter. Wenn man das quasi alles erfüllt hat, dann geht es zur Prüfung. Wenn das dann bestanden ist, dann heißt es herzlichen Glückwunsch, hier ist das Zertifikat. Ich glaube, das Wichtigste ist, neben natürlich irgendwie erstmal die Basics gelernt zu haben und die Handhabung des Bootes, zu wissen, wie man bei jedem Wind und Wetter sicher fährt. Und eben auch vor allem, wenn das Zodiac voll ist, mit 8 bis 10 Gästen, die wir normalerweise dabei haben. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch eine Eisfahrt. Ja? Wie verhalte ich mich, wenn auf einmal das Eis um mich herum schließt? Wie komme ich da wieder raus? Und was sind da die Tipps und Tricks? Oder es zieht Nebel auf. Ja? Was sind da die Dinge, die ich machen kann? Letztendlich geht es immer um Sicherheit und wir müssen einfach sicherstellen, dass wir gute Fahrer haben, die bei jedem Wind und Wetter sicher mit unseren Gästen fahren können. Und deswegen legen wir auch so viel Wert auf die Ausbildung. Dadurch, dass es zertifiziert ist, steht dahinter eine Struktur, um das sicherzustellen, dass auch jeder die gleiche Ausbildung hat. Und jeder genau weiß, was zu tun ist halt so ein struktureller, zertifizierter Lehrgang schon sehr wichtig.